Dieses Mal zeige ich euch eine Herbstdeko-Idee zum Aufhängen. Als Basis verwende ich jetzt gleich diesen Strohkranz und der hat einen Durchmesser, also außen gemessen, von 25 cm. So, dann habe ich hier auch noch ein bisschen Grün am Start. Hier haben wir Stacheldrahtpflanzen, Knospenheide. Hier hinten sind Ballhortensien, beziehungsweise für euch da vorne. Und das hier ist ein Bund Eukalyptus. Es kann aber gut möglich sein, dass nicht alles an Grün nachher auch eingesetzt werden wird. Als erstes befestige ich Bindedraht an irgendeiner Stelle meines Strohkranzes. Allerdings bin ich jetzt Rechtshänder und ich bevorzuge von daher immer die linke Seite meines Strohkranzes. So, ich muss das hier mal eben miteinander verzwirbeln. Den Anfang, den stecken wir jetzt hier ganz entspannt in den Strohkranz hinein. So, jetzt kommt die mühselige Arbeit, sich sein Grün zurechtschneiden. Den Anfang wird hier die Stacheldrahtpflanze machen. Ja, ich weiß, das ist jetzt traurig. Aber die Stacheldrahtpflanze, die trocknet im Laufe der Zeit auch richtig toll ein. Ich versuche mal nachher dran zu denken, euch einen Stacheldrahtpflanzenkranz aus dem letzten Jahr zu zeigen. Das war mal ein, Adventskranz. Ich muss das hier mal eben auseinanderschneiden oder abschneiden vielmehr. So. Ich habe auch schon mal versucht, die im Garten zu überwintern. Ganz ehrlich, kann man knicken. Klappt leider bei mir hier überhaupt nicht. Man könnte sie auch theoretisch gesehen indoor überwintern. Aber ja, so viel schon mal zu dem Thema. Ich muss das hier mal eben so etwas auseinanderfriemeln. Ach, und was wollte ich noch sagen? Hätte ich jetzt hier schon fast vergessen zu erwähnen. Mein Kranz wird ja aufgehangen werden. Bedeutet, ich mache das Grün nicht hier außen drumherum und nur innen drumherum und halt nur oben drumherum, sondern auch hier an der Unterseite. Ne? Weil das sähe sonst ein bisschen komisch aus. Ich muss die hier mal eben zurechtlegen. Bindedraht ist am Start. Stacheldrahtpflanze auch. Und die wird jetzt zweimal mit dem Bindedraht festgewickelt werden. Wobei ich muss mal gucken, ob da jetzt auch einmal drumherum wickeln reichen würde. Vorzugsweise wickel ich eigentlich immer zweimal drumherum, aber ich denke, ich mache jetzt mal nur testweise nur einmal. Wieder Stacheldrahtpflanze, lege ich jetzt hier an die Seite der bereits vorherigen Stacheldrahtpflanze. Wicke das Ganze schon mal fest. Und was wollte ich denn jetzt noch sagen? Natürlich auch immer darauf achten, dass ihr an allen Stellen ausreichend Grün vorhanden habt. Und an der Innenseite, da verwende ich immer kürzeres Grün, weil der Weg ist ja kürzer auf der Innenseite als an der Außenseite. Ist auch gut möglich, dass ich die Innenseite so ein-, zweimal auslassen werde und dann halt mehr an der Außen- bzw. an der Unterseite und an der Oberseite arbeiten werde, dass ich das Grün hier immer so einigermaßen auf gleicher Höhe nachher habe. Muss aber jetzt hier nur so einigermaßen sein. Und dann wickele ich mal die Stacheldrahtpflanze fest und dann zeige ich euch gleich noch, wie ich das andere Grün einarbeiten werde. Die Knospenheide werde ich später in meinem Garten auspflanzen. Von daher schneide ich die jetzt nicht bis unten hinweg. Manchmal ist es auch ein bisschen tricky, was die Überwinterung angeht, zumindest bei mir im Garten, weil ich habe einen sehr lehmigen Gartenboden und das mag die, ich wollte schon Trockenheide sagen, das mag die Knospenheide nicht allzu gerne. Wie gesagt, ich lasse jetzt hier einfach auch gut grün noch an ihr dran. Und Knospenheide oder allgemein die Heide soll man sowieso auch immer nach der Blüte zurückschneiden. Also die hier, die kommt nicht einfach nachher in die Tonne, die wird dann halt ausgepflanzt werden. Ich muss jetzt nur darauf achten, ich will nicht zu viel Heidepflanze gleich da drin haben. Wenn man jetzt hier mal so einen super langen haben sollte, vorsichtig einkürzen, könnt ihr das auch noch wunderbar einarbeiten. Ja, und mein Grün soll jetzt in diesem Fall auf keinen Fall länger sein als, ich sag mal so 20 cm. Mache mir jetzt hier auch wieder so ein kleines Sträußchen. Lege das überlappend auf das vorherige Grünblech. Drehe das mal hier ein bisschen. Ja, einfach hier überlappend drauf und festwickeln. Ja, und das Ganze mache ich dann so lange, bis ich halt den kompletten Kranz mit Grün bedeckt habe. Aber wie bereits schon erwähnt, in meinem Fall oben, unten, links, rechts, also halt komplett. Die Hortensien werde ich mir jetzt etwas kleiner schneiden, weil so wäre das Ganze jetzt doch ein Tacken zu groß, zumindest für diese Kranzgröße.
Hier vorsichtig auseinander friemeln. Ja, was heißt hier vorsichtig, ne? Ruhig mal ein bisschen dran ziehen. So, ich nehme die jetzt hier so etwas zusammen. Bei denen, da könnt ihr auch ruhig ordentlich was abschneiden, bei den Rispenhortensien und auch bei den Ballhortensien. Lege das jetzt hier auch wieder hin und wickel das mit meinem Bindedraht fest. Die Hortensien werden aber jetzt auch immer gleich mit Stacheldrahtpflanze eingebettet werden. Und dann mache ich halt mal hier oben eine, mal hier eine, ne, immer so versetzt. Ich will jetzt hier nicht komplett so Hortensien drumherum haben, aber ich muss meine noch ein bisschen anders hinlegen. Das gefiel mir jetzt noch nicht zu 100%. Und dann werde ich das Ganze aber jetzt auch mal an dieser Stelle ein bisschen für euch beschleunigen. Und dann zum Abschluss des Kranzes melde ich mich aber wieder zu Wort. So, ich zeige euch dann jetzt mal den Abschluss des Kranzes. Der Anfang meines Kranzes wird angehoben werden und das Grün schiebe ich jetzt hier drunter. So, da das jetzt Stacheldrahtpflanze ist, kann ich jetzt hier schon komplett alles drunter arbeiten. Das verhaspelt sich nämlich ja miteinander. Einfach hier anheben. Da könnte nachher noch ein bisschen Heide hin. So, hebe das jetzt hier noch an den Anfang. Und wickel das Grün jetzt hier fest. Im Zweifel einfach zu zweit machen. Ja, und das wird jetzt hier so lange auf diese Art und Weise gemacht werden, bis ich halt mit dieser Fülle hier an der Stelle halt auch zufrieden bin. Nehme ich das hier mal an einer anderen Stelle etwas auseinander. Man kann das jetzt auch wieder an der gleichen Stelle mit dem Bindedraht einmal drumherum wickeln. Aber ich mache es jetzt hier mal ein bisschen anders als sonst. Wenn ihr Stellen haben solltet, wo ihr der Meinung sein solltet, da hätte noch ein bisschen was hingedurft, die Reste dann nur noch hineinstecken. So, dann drehen wir dich mal um, beziehungsweise noch nicht ganz. Friemel, friemel. Wenn ihr den Kranz hinlegen solltet, dann müsst ihr natürlich nicht unten auch noch grün einarbeiten. So, friemeln wir mal auseinander. Drahtschere, wo ist meine... Ach, da. Ich schneide hier mal was ab. Oder ein bisschen großzügiger. So, jetzt gucke ich hier mal. Wo haben wir hier Bindedraht? Da. Den friemel ich mir da jetzt mal vorsichtig durch. Das dauert auch immer jetzt einen kleinen Moment. Stramm ziehen und das Ende stecken wir jetzt auch wieder in den Strohkranz hinein. Bin ich da jetzt drin? Ja. So, mal eben hier verfriemeln. Ja, hier hätte jetzt noch etwas hingedurft, aber ist nicht schlimm. Anheben. Stecke ich jetzt unterhalb des Bindedrahts. Ja, das ist cool. Das ist richtig cool. So. Einfach hier wieder ein bisschen plüschiger machen. Ich bin am Überlegen, arbeiten wir noch etwas Eukalyptus ein oder nicht. Den hat mir heute meine Familie mitgebracht. Den haben die super günstig in einem nördlichen Discounter geschossen, wenn ich jetzt noch richtig informiert bin. Rispenhortensien könntet ihr jetzt theoretisch gesehen auch noch hineinstecken, wenn das nötig sein sollte, oder halt noch Heide. Von der Heide her ging es aber mit dem Verbrauch. Bin echt am Überlegen. Ich kann es euch ja schon mal zeigen. Hier kommt gleich ein Kürbis drauf. Aber damit der Kürbis nicht im schlimmsten Fall hier unten durchkullert,
weil der Kranz wird im Laufe der Zeit auch an Fülle verlieren. Was wollte ich jetzt sagen? Der Kranz wird halt im Laufe der Zeit an Fülle verlieren. Von daher mache ich jetzt hier mal ein paar Schaschlik-Spieße rein, beziehungsweise nur 2. Die stecke ich aber jetzt nicht in den Strohkranz. Ich hatte das vorhin irgendwann mal angehalten. Und die sind auf jeden Fall, liegen die dann auf dem Strohkranz auf. Ist aber jetzt wirklich nur aus Sicherheitsgründen. Wenn ihr jetzt einen größeren Kürbis haben solltet, ist das ja auch kein Problem. Worüber man jetzt auch noch nachdenken könnte, mache ich jetzt auch gerade noch, wickel ich mit einem feinen Bindedraht hier nochmal drumherum. Die hier müssen mal eben raus. Ja, und dann halt die Frage der Fragen, machen wir doch noch etwas Eukalyptus hinzu. Ich finde den ja toll. Eukalyptus, der hat schon was. Ist einfach so. Ich würde sagen, einfach so nach Gefühl einarbeiten, wie ihr es halt für richtig haltet oder halt für schön empfindet. Und dann kommt gleich noch nicht ein Bindedraht hinzu, ich habe mich versprochen, ein Schmuckdraht kommt noch hinzu. So, ich habe jetzt hier einen Schmuckdraht. In meinem Fall ist der jetzt so leicht lila stichig. Und der wird jetzt hier erst einmal locker flockig an den Kranz befestigt werden. So. Den Schmuckdraht nur nicht zu stramm ziehen, weil der kann gut und gerne auch mal einreißen. Also ich meine, ein bisschen stramm gezogen wird er schon. Aber jetzt nicht, ich sag mal, super, super stramm, wie der Bindedraht jetzt von... wie der Bindedraht vorhin. Jetzt hier mal einen kleinen Knoten hineingemacht. Das hier lasse ich jetzt erstmal hinausschauen, da kann man gleich immer noch machen. Und dann wickel ich meinen Kranz jetzt wirklich, ja, locker flockig fest. Ne, es sei denn, ihr wollt es, ja, ich sag mal, nicht so plüschig haben, dann natürlich strammer drumherum wickeln. Was man aber auch machen kann, man kann mit diesem Schmuckdraht jetzt einfach mal zweimal drumherum wickeln und dran denken, den Eukalyptus jetzt hier mit einzuwickeln, zu befestigen. Dann wickelt ihr halt zweimal drumherum, dann wird er halt noch weniger plüschig. Und ich erzähle schon, ne, den Eukalyptus auch mit befestigen. Was mache ich? Nö, mache ich natürlich nicht. Aber ich denke, ich gehe da zweimal drumherum. Ich weiß es noch nicht, werde ich nachher erzählen. Ich bin jetzt insgesamt zweimal um meinen Kranz drumherum gegangen, also mit dem Schmuckdraht. Habe auch den Anfang wiedergefunden. Mache jetzt hier mal einen kleinen Knoten hinein, damit das auch gut hält alles. So, na, willst du wohl? Die Enden, die stecke ich auch einfach jetzt hier wieder irgendwo hinein. Das wird man nicht mehr wahrnehmen später. Doch, das sieht richtig cool aus. Doch, also ich finde den richtig cool, den Kranz. Wenn es zu nah gewickelt sein sollte, auch einfach immer hier so ein bisschen wieder hinausfummeln. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ja, und das sind jetzt alles Materialien, die können auch gut und gerne im Laufe der Zeit halt auch mal eintrocknen. Ach, das sieht süß aus. Ich finde, das sieht süß aus. Ich hatte ursprünglich auch vorgehabt, einen etwas größeren Kürbis zu kaufen, aber ratet mal, gab es nicht. Ich bin hier gerade am gucken, wo ist denn meine Schnur? So. Ich möchte den ja nun mal aufhängen, den Kranz. Ich finde, die Schnur darf man ruhig sehen. Ich hatte am Anfang des Videos überlegt oder am Anfang des Kranzes überlegt, ja, wie mache ich das am besten? Hätte ich diese Schnur jetzt schon im Vorfeld drumherum gewickelt, ja, ich sag mal auch irgendwo ungünstig. Dann hätte ich die ganze Zeit mit dran gewickelt. Aber ich finde, das ist gar nicht mal verkehrt. So, ich könnte das jetzt eh nicht mehr sehen. Ich bin jetzt gerade dabei, die Schnur hier auszumessen. Schere, Schere. Irgendwo habe ich hier meine Schere. Muss ich echt meine Schere suchen. Ach, da ist sie. Jetzt brauche ich noch eine zweite Schnur und die soll natürlich die gleiche Länge haben wie die erste Schnur. Zack. Ja, nicht hier von dannen rollen, danke.
Das sieht cool aus. Also das sieht wirklich für mich richtig cool aus. Jetzt verknoten wir die alle miteinander. Ich mache aber erstmal nur einen einfachen Knoten. Nö, das ist gerade, oder? So wie ich das jetzt hier gerade erkennen kann. Ich sehe es sowieso erst beim Videoschneiden. Ansonsten nochmal lösen, aber das macht schon mal einen guten Eindruck. Ey, das ist echt cool. So, da wollen wir mal eine Schaschlik-Spieße. Wenn man jetzt richtig übertreiben möchte, man könnte sogar noch eine Drahtlichterkette einarbeiten. Mir ist nämlich, das ist mir jetzt gerade echt spontan eingefallen. Ich hätte diesen Schmuckdraht weglassen können. Und dann hätte ich das theoretisch gesehen einfach mit der Drahtlichterkette noch umwickeln können. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ich ärgere mich jetzt gerade, dass ich das nicht gemacht habe. Aber andererseits, man muss ja nicht immer eine Lichterkette mit einarbeiten. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, ich glaube, ich muss das nochmal lösen. Ich halte es jetzt aber trotzdem mal für euch gerade. Ey, richtig süß. Also mir gefällt der Kranz. Mir juckt es aber jetzt gerade echt in den Fingern mit dieser Drahtlichterkette. Also die Idee mit der Drahtlichterkette habe ich jetzt verworfen, aus dem ganz einfachen Grund, ja, ich habe keine mehr. Die sind alle noch irgendwo halt eingearbeitet, aber ist ja auf jeden Fall schon mal für euch eine Anregung. Ja, und alle benötigten Materialien für das Projekt findet ihr natürlich wie üblich in der Videobeschreibung. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach.